danke schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und ja, einen wundervollen Tag. Ja, pass auf dich auf. Oh. Mich wundert nur, dass man den Char und die Pets speichern konnte. Probier's einfach, Rongur. Ja, probier's einfach mal aus. Aber ich bin auch so, wenn ich so ein Spiel habe, habe ich auch meistens nur einen Char und ja. Wir haben mit Chiliflätzchen, Erdbeeren und Tomaten auf dem Balkon. Mehr ist kein Platz. Wir haben zwar Erdbeeren im Garten, also bei uns in den Töpfen, aber ja, also bei uns könnte man eigentlich auch schön ein Hochbeet hinstellen, weil da ist auch echt viel Sonne. Aber leider ist unser Hof so voll, dass man da nichts hinstellen kann. Aber vielleicht für nächstes Jahr. Ich glaube, da werde ich der Vermieterin dann mal sagen, hör mal, wie sieht das aus? Wir hätten eigentlich gerne ein Hochbeet, aber hier ist alles voll mit Kindersachen. Und das soll jetzt nichts heißen, dass ich dem Kind nicht gönne, dass das da spielt. Aber der Hof ist einfach viel zu klein für das, was da steht. Und 200 Meter von uns ist ein Spielplatz. Mit allem. Das ist so ein schöner Spielplatz. Und ich verstehe nicht, warum man in diesem kleinen Hof dann noch, weiß ich nicht, nochmal ein Kinderspieleland eröffnen muss. Mal abgesehen davon, dass der Hof uns beiden gehört. Und es tut mir wirklich leid, aber ich habe mit Kindern nichts am Hut, weil ich habe keine. Ne? So, muss man auch verstehen. Ich möchte keine und ich kann damit nichts anfangen. Ich liebe die Kleine von meiner besten Freundin und ne, hier, ne, so von meinen Freunden halt und so, ne, das ist ja auch alles schön und gut. Aber, ja, deswegen nächstes Jahr werde ich dann, denke ich, auch mal was sagen und ihr, ne, also dann auch sagen, hör mal, wir müssen jetzt echt mal gucken wegen dem Platz, weil wir möchten ein Hochbeet haben. Ende. Hab schon geschaut, aber finde keine Option, den Char reinzuladen. Das ist blöd. Ja, dann geht's vielleicht doch nicht. Genau, er gehört nicht ihr allein. Hast du recht, den Hof könntest du gut nutzen. Ja, da ist echt viel Sonne. Also, du hast halt vormittags, es ist halt hell, aber nicht so krass. Und dann kommt so die Nachmittagssonne. Das wäre perfekt für die Pflanzen. Wir kaufen uns einfach bei Mary ein schönes Grundstück. Aber, ja, Mary hat ja ein Grundstück. Oh, ich hoffe, ich durfte das jetzt sagen. Mary hat ja noch ein Grundstück. Wir könnten theoretisch da... Wenn Mary ja sagt, könnten wir theoretisch uns da was hinbauen. Oh, wir bauen uns unseren eigenen kleinen Vierkanthof. Mit so einem schönen Tor vorne. Und wenn du reinkommst, dann ist da mit Wiese drin. Ne, dann machen wir da Wiese rein. Aber so, dass halt, ne, Vierkanthof kennt ihr ja, ne? Ist halt ein Vierkanthof. Man kann halt nicht reingucken in den Hof, ne? Von außen. Außer wenn man durchs Tor. Und dann so eine Wiese und dann stellen wir uns da und dann machen wir so ein schönes Hühnergehege, so ein großes. Und dann holen wir uns noch eine Kuh oder 2, weil die dürfen ja nicht alleine sein. Und die geben ja aber keine Milch. Aber die geben uns bestimmt ein bisschen Milch, wenn die Babys haben. Aber was machen wir mit den Babys? Wir können die ja nicht wegnehmen. Okay, Kühe gibt es nicht. Es gibt keine Kühe. Nein. Wer holt sich eine Kuh? Ja, wir, Ara. Anni und ich sind gerade bei unserer Bauernhof-WG. Genau, ein Hof mit glücklichen Tieren und viel Obst. Genau, dann holen wir uns Apfelbäume und genau, machen uns so ein schönes, großes Beet. Nein, kein Beet, wir holen uns direkt ein Gewächshaus, Anni, weil dann können wir das ganze Jahr über pflanzen. Ja, aber ich denke, Hühner reichen erstmal. Wir könnten uns so jeder kriegt ein Alpaka vielleicht. Und dann haben wir nämlich eine Alpaka-Herde. Jeder kümmert sich um sein Alpaka immer. Aber die müssen ja geschoren werden. Und dann hätten wir auch Alpaka-Wolle und könnten uns damit irgendwas Schönes machen. Also, was, ja. Anni kann das bestimmt. Alles klar, wann? Ja, wir müssen Mary erstmal fragen. Ich habe einfach Marys Grundstück jetzt angeboten. Hier, nimmt Marys Grundstück. Nehmt es. Mary sagt auch, ja, ne? Boah, und wir holen uns einen Kapibara. Ich habe gestern ein Kapibara-Video gesehen, so ein kleines Baby-Kapibara. Es war so süß, es war so niedlich. Es hat eine Möhre gefressen.
Ah, ich liebe es, wenn ich auf Insta so Videos angezeigt bekomme. Es hat so süß gekaut. Was? Habe gerade auf eine WhatsApp geantwortet. Ich habe gesagt, wir brauchen dann ein Gewächshaus, damit wir das ganze Jahr pflanzen können. Weißt du, damit wir das ganze Jahr Selbstversorger so ein bisschen sind. Aber ja, mit dem Fleisch müssen wir gucken, weil ich kann keine Tiere töten. Wir essen einfach weniger Fleisch, aber dafür teuer von dem lokalen Metzger, den es dann da gibt, wo es den Tieren gut ging. Dann passt das, oder? Ja, ist eine gute Idee, ja. Kann ich? Nein, wir töten keine Tiere. Ich kann das nicht. Ich will auch, ja. Ich weiß. Eigentlich ist das voll der Widerspruch. Aber, ja. Nee. Bin gelernter Metzger. Aber machst du... Ach so, Maulwurf, du kommst mit. Okay, dann macht Maulwurf noch seine eigene Metzgerei auf, aber den Tieren muss es gut gehen, ne? Nee, wir machen keine Tierchen von uns. Die leben, bis sie... Ja, genau. Fleisch, ich war als Kind... Echt, Anni, als Kind? Boah, darf ich jetzt einfach mal blöd fragen, bist du nicht irgendwie verstört davon? Also ich esse auch Fleisch und deswegen ist es eigentlich blöd zu sagen, boah, nee, aber selber töten, so. Ja, aber es ist ja noch mal was anderes, ne? So, ist schon hart, glaube ich. Kenne vom Land, aus der Heimat, wie man Schwein und Co. Oh, nee, besser nicht. Nee, ist auch, ja. Wir wären Vegetarier. Veganer ist ein bisschen hart. Da brauchen wir auch keine Hühner. Aber wir dürfen uns keinen Hahn holen, ne? Wir dürfen uns keinen Hahn holen. Weil dann werden die Eier befruchtet. Aber legen Hühner überhaupt ohne einen Hahn Eier? Ja, ne? Weil wir dürfen ja dann nicht befruchten, weil sonst sind ja Babys drin. Aber wenn wir die nicht befruchten, dann ist es nicht schlimm, die Eier zu essen, weil die sind ja nicht befruchtet. Also so sehe ich das. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das stimmt. Oft genug das Gleiche tun schon. Ja, aber ich will mich nicht daran gewöhnen, Tiere zu töten. Nee. Also ich kann ja schon nicht mal einer Spinne oder sowas tun. Tiere geschlachtet werden ist für mich Normalfamilie, hat sich auf dem Land ja selbst. Ja, okay, ja, das ist ja dann, ja. Da kann ich jetzt auch nichts irgendwie zu sagen, weil das ist ja eigentlich was Gutes, ne? Wenn die sich selbst versorgen. Das ist ja wie in irgendwelchen Völkern so, ne? Also ein Freund von uns, der war in Afrika, der war auch bei so einem Volk und die waren auch hier diese Gazellen jagen. Und die haben halt da auch alles verwertet, ne? Zum Beispiel, ne? Also wirklich alles. Das ist ja dann auch okay, weil die benutzen ja alles und die müssen ja auch irgendwie leben, ne? Das verstehe ich auch, aber ja. Naja, das kann man jetzt auch wirklich, ja, sehr lange diskutieren. Aber ich glaube, so lange hat Mualani keine Zeit. Und ich auch nicht, weil ich wollte jetzt keinen 12-Stunden-Stream machen. Mein Ops hatte Kaninchen, die waren schon immer lecker. Oh nee, würde ich niemals probieren. Nee, Kaninchen sind zum Knuddeln da. Ist eigentlich gemein, weil andere Tiere auch, aber nee. Nein, keine Kaninchen. Okay, anderes Thema. Ich will nicht über tote Tiere reden. Tiere sind nie zum Knuddeln. Na klar. Mein Hund knuddelt gerne mit mir. I'm not completely sure yet. The map seems to indicate there's a mechanism here that crosses the water. But I still need to think about what these lines might be referring to. I knew it! My theory was correct! Ach, guck mal, da ist er ja wieder. Sounds like he's got something to say again. Ja, er hat wieder was zu sagen. Tiere gehört. Ja, aber Rongo, aber das kann man ja jetzt auch diskutieren, wie man will. Das möchte ich jetzt nicht. Tut mir wirklich leid, aber das ist jetzt was für mich, das diskutiere ich jetzt nicht. Ob ein Tier in die Wohnung gehört oder in die freie Natur oder auf die Schlachtbank, das möchte ich jetzt bitte nicht diskutieren. If you have any suggestions, then please feel free to share. Weil wenn es danach geht, dann dürften wir auch gar nicht auf der Welt sein, weil wir machen ja auch alles kaputt. Also das kann man jetzt diskutieren und ich möchte jetzt nicht diskutieren, weil ich möchte keine schlechte Laune.
I believe the mechanism that the lines are indicating is a spirit way. Hat jeder, glaube ich, seine eigene Meinung zu. That is a possibility. But I don't remember anyone from the tribe setting up a spirit door around here. According to my theory, it might not have been set up by humans. The dragons living in that land also used a similar device, long before the humans. Speaking of which, the spirit doors your tribe uses may have been built imitating the dragon ones. Wenn man vom Teufel spricht, ist so. Mary, wir brauchen dein Grundstück. Hallo. Wir haben Pläne. Wir wollen einen Vierkanthof bauen und Alpakas haben. Ich war schon ein bisschen... Oh. Hast du das gehört? Seelentore, die euer Stamm und könnten denen der Drachen nachempfunden sein. Uncle New did mention this possibility to me before. Ach so, unten Gewächshaus. After learning about the legend, I realized that it was connected to my research, and so I looked up a lot of related information. Even though I haven't found an exact route to the mysterious island, I'm fairly certain I've deduced the geographical features of the island's surrounding areas. Firstly, it's at an intersection between water and land. And secondly, there should be a high concentration of phlogiston. My research indicates that the spirit way was originally a natural phenomenon caused by the flow of phlogiston. Therefore, the area must contain many potential spirit ways, and the dragons who lived here in ancient times may have left behind some devices to control them. Oh, amazing! Now it all makes sense. Now everyone's contributing to the team. Was mit dem Grundstück nicht? Ja, wir brauchen halt ein Grundstück. Lasst uns was anbauen. Ja, wir wollen ja einen Vierkanthof bauen. Genau, was Anni sagt. Da habe ich gesagt, Mary hat doch eins. Und wenn das passt, dann können wir da einfach einen Vierkanthof draufstellen. Und dann kriegt jeder einen Alpaka. Und Hühner. You flatter me. If my theory is correct, we should already be very close to the mysterious island. Once you've unlocked the mechanism, we'll be able to derive the island's location. Gibt es einen Schall, der LP und Verteidigung braucht? Ich glaube Yunjin. Ich glaube Yunjin braucht auch LP. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. All right. Then let's start searching for the dragon's spirit door. Da oben. That's just a quick and easy name. I won't be able to include it in my thesis. Given the dragons used the device long before the humans, we should stick with a name that references no human concepts. Calling it a phlogiston node would be much more appropriate. Then let's start searching for the phlogiston node. Speaking of which, what does it look like exactly? Oh, was riecht denn jetzt hier so lecker? Oh, ist das gemein. Oh, das riecht, als ob ein Hähnchenwagen vor meinem Fenster steht. Könnte knapp werden mit dem Vierkanthof, aber Alpaka sind willkommen. Oh je.
Meine Familie hat noch verpachtetes Land. Ja, kannst du schon mal auf Eigenbedarf kündigen. Hatte gedacht, das war's für Furina, aber leider kam zweimal Verteidigung dabei. Legends trotzdem nicht schlecht. Ich glaube Yunjin, wenn sie so heißt. Die Sängerin aus Liyue auf jeden Fall. Wenn man davon redet. Wovon? Ach, von Hähnchen, ja. Was riecht wirklich wie Hähnchenwagen. Boah, ist das gemein. Look that way. Hä? Das ist doch... Hä, das ist doch Sumeru. Ach so, das Ding da. Das ist ein Flamingo. Nein, der Flamingo ist weg. Started glowing! This should be it, right? Kerstin, hallöchen. Guten Mittag, wie geht's? Hätte sie als Hauptset verteidigen. Ach so, was ist denn der Hauptset? Wahrscheinlich LP. Ja, nee, dann ist es, glaube ich, auch nicht für sie. Die braucht auch mehr Verteidigung. Ach so, Looks like we can activate it once we get close enough. The light does remind me of a spirit way. But according to the map, there should be 2 more phlogiston nodes. Let's keep searching, everyone. Aktiviere die Knoten. Oha. Du, du, du. Du, 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 du. Ich komme gerade von der Arbeit einkaufen, jetzt muss ich Mittag. Oh nein. Aber ist ja meistens so, ne? Nach der Arbeit und dann geht's noch weiter. Und dann auch noch einkaufen. Bäh. Dann hoffe ich, dass du damit schnell durch bist. Rise. Wow, mein Traveler ist ja der absolute Hammer. Berühren. Nicht berühren. Berühren. Zhongli, der könnte das feiern. Aber Zhongli braucht doch gar keine Verteidigung. Leider kein Geld. Hab den Fehler gemacht und bin mit mal einkaufen gewesen. Etwas, gefühlt nichts Vernünftiges eingekauft. Na, passiert schon mal, Anni. Eventuell habe ich mir gestern doch Mualani geholt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist sehr schön. Das freut mich. Kam die denn schnell oder hat sie sich Zeit gelassen? Beschwert sich nicht. Ach so, okay. Cola beim Rewe im Angebot. Oh, hätte ich das mal besser gewusst. 13 Uhr kommen die Kinder aus der Schule. Dann geht, oh je. Viel zu tun, Kerstin. Viel zu tun. Ich glaube so zwischen 70 und 80. Hattest du sie denn safe? Oh, but it's way up high. Oder hast du auch dein 50-50 sogar gewonnen? Way up there. Also ist ja eigentlich beides, ne? Also klar wäre schöner immer, wenn sie was früher kommt, aber solange sie da ist, ist doch... Ist perfekt. Manchmal schon viel zu tun. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Wir waren im Kaufland und war trotzdem für... Aber... Ich habe mir auch Kuruba geholt. Wundert mich, dass ich keins habe gerade hier. We finally found all of them. Great work, everyone. Okay, now first, we need to figure out how to control this thing. Its qualities are very similar to that of a man-made device, but it doesn't seem as intuitive to me. Ich habe schon ewig kein Injured. Ja, du brauchst das auch noch nicht, Mary. Erstmal gesund werden. Is there something wrong?
Hatte ich safe, wollte eigentlich für Mavuika sparen, aber sie macht schon zu viel Spaß im Sinne. Ja, Mualani ist schon toll, das stimmt, ja. See, look at this. After activating a Die ist normal toll. spirit door, we could just go ahead and use it. But this one requires someone to stay and keep operating it here. Also, according to the map, we need to activate the mechanism and switch between different phlogiston nodes to change the path of the spirit way. If we don't operate the nodes properly, then the people on the spirit way will come tumbling from the sky. Ich hab Flügel, ich kann nicht fallen. Isn't that super dangerous? Und Annikai, Hallöchen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hallöchen und Dankeschön für deinen Sub im 2. Monat. Danke, danke, Dankeschön. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es ja, dir hier gefällt. Und ja, dass du auch schon im 2. Monat abonnierst. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, es geht dir gut. Morgen klingelt der Postbote. Ja. Nee, mir ist auch heute mal wieder aufgefallen, dass ich echt noch krank bin. Spazieren war nicht drin. Wie? Bist du jetzt doch nicht spazieren gegangen? Oh nein. Ja, das ist aber das Corona auch, ne? Das macht halt einen echt platt. Das ist leider, ja. Deswegen ist gut, dass du die Woche noch zu Hause bist. Also bist du ja eh, aber du weißt, was ich meine. Ich hatte dann im 10er-Pool mit Mualani direkt einen Diluc mit. Oh, das heißt, du hast wieder Safe? Oder kam Mualani vor Diluc? Ach nee, geht ja gar nicht, stopp. Aber mega, Kerstin. Also schöner wäre C1, aber das ist doch mega. Jetzt hast du wieder den nächsten Save. Geil. Schickst du mir ein Energy? More Energy, more Passion, more Power. Mittlerweile bin ich wieder einigermaßen gesund. Das freut mich, das ist sehr schön. Im Moment sind echt viele am Kränkeln, ne? Ja, Glückwunsch, Kasai. Ach so, aber nicht viel. Bin auch echt durch. Ja, dann jetzt erstmal wieder ausruhen. Aber ein bisschen frische Luft ist ja immer gut, ne? Aber immerhin ein bisschen. Das ist mega. Richtig gut, Kerstin. Nur ich nicht. Die einen gelben dringend bräuchte. Och, Anni. Naja, aber wenn es dir so auch nicht gut geht körperlich, dann kannst du ja auch zum Doktor gehen. Ne? Man muss ja nicht immer todeskrank sein. Weil dann ist es vielleicht auch manchmal schon zu spät. Also nicht todkrank, aber du weißt, was ich meine, hoffentlich. Bei mir wusste man ja nicht, was ich habe, aber nach dem 2. Antibiotikum ging es endlich bergauf. Oh, das hatte ich aber auch schon, Anni. Vor 2 Jahren, da war ich auch im Dezember, ich glaube 4 oder 5 Wochen ausgenockt. Da habe ich auch Antibiotikum bekommen. Nee, erst eine Woche so. Dann habe ich Antibiotikum bekommen und das hat auch nicht gewirkt. Und dann, ich war immer noch krank. Ja, und dann haben die gesagt, ja, wir wollen Ihnen jetzt auch nicht jedes Antibiotikum geben. Ja, und dann sollte ich halt nur viel Tee trinken und ja, schlafen. Ja, da war ich 4 oder 5 Wochen ausgenockt. Ich weiß auch nicht, was ich hatte. Und ich lag wirklich 4 Wochen rum. Also die ersten 2,5 Wochen konnte ich, glaube ich, gar nichts. Da hat mein Freund mir sogar, da hat er noch neben so einem Dönerladen gearbeitet. Da ist er zu denen rübergegangen und hat bestellt, hat bezahlt. Die haben mir das dann vor die Tür gebracht. Und ich habe das dann an der Treppe mir geholt. Ich konnte nicht. Ich konnte mich nicht bewegen. Da sind sogar Freunde zu mir gekommen und sind mit dem Hund gegangen, weil ich nicht konnte. Also Mary und Ara kennen ihn. Also hier, Fabius ist dann extra gekommen, wenn keiner zu Hause war. Dann ist er mit dem Hund gegangen. Eher mental, Nini. Kann man auch mit zum Arzt gehen. Ich spreche aus Erfahrung leider. Mein Sohnemann kränkelt auch etwas. Oh nee, dann gute Besserung. Genau, und fühl dich gedrückt, ja. Ach, der ist ja lieb. Ja, ja.
Ja gut, der liebt aber auch meinen Hund. Gut, wer liebt meinen Hund nicht? Mein Hundi kann man nur lieben. Der Süße. In theory, the process should be very safe, but only if the 3 phlogiston nodes are each being operated by someone. Do you think you'd be able to? Ich mach mal kurz ein bisschen weiter und dann lese ich wieder, ja? Really requires more skill than a typical spirit door. Though I've never tried before, I've read a lot of information and theoretically should be able to properly control it. Let me Ja, get it. komm, ich will den nicht hören. Der geht mir auf den Keks. Huh? But in theory, this shouldn't happen. If Arandra can't control it, then that also rules out me. Okay, well, how about you? After all the adventures she's been on, handling something like this should be easy peasy. Easy peasy. All right. Then it'll be up to the traveler to stay here and operate the phlogiston node. I'll let you know Oops. when we need to switch nodes. Just make sure you quickly head to the corresponding node, and we should make it safely. Alles klar, Chef. Wait, but handling it this way sounds even more dangerous, Mulan. Don't worry. It looks like the spirit ways are all above the water. I'm pretty good at swimming, so I'm not afraid if I end up falling in. Wir haben auch Flügel. But it's so high, and you'll be falling so fast. If we don't manage to reach a node in time, or if we make a mistake, there's a lot that can happen. Do you still remember the promise we made before we left Paimon? Only those who can trust each other with their lives can reach the mysterious island. Since you two are willing to trust me, then naturally, I'm willing to trust you. No. Alrighty, Überlass das ruhig uns. please be careful. Ja, nach 6 Tagen Fieber habe ich gesagt, ich brauche was anderes, aber die Ärztin hat mir erklärt, es gibt Antibiotika, die in die eine Richtung wirken und eben welche, die in die andere. Ja, genau, kommt dann immer drauf an, was man hat, was man braucht, aber meine Krankheit nicht erkennbar war. Genau, ja, bei mir war das genauso, Annikai. Und dann habe ich gedacht, ich hätte auch dieses, wie heißt das, dieses R-Virus, was die kleinen Kinder so schlimm hatten, auch vor 1,5 oder 2 Jahren. Und ich glaube, ich hatte das, weil ich habe noch bei Gnu gehört, die war auch, glaube ich, vor mir so krank. Und sie hat, glaube ich, in ihrem Stream oder so dann mal gesagt, das habe ich mitbekommen, dass sie glaubt, dass sie das hatte, weil sie auch sehr, sehr lange einfach krank war und keiner wusste, was es ist. Und dann, ja, irgendwann war ich wieder gesund. Schauen, wie es ist, wenn er aus der Schule kommt. Ja, ich hoffe, es geht ihm besser oder zumindest gut. Sogar Manuel findet deinen Hund hübsch. Ja, mein Hund ist auch hübsch, ne? Aber dankeschön. Ja, er ist ein Süßer. Ein kleiner Engel. Außer er reißt das Bett wieder auf. Indem du springst, während du dich auf dem Seelenpfad befindest, kannst du jeweils zum benachbarten Seelenpfad wechseln. Sobald du dich anderen vernäherst, kannst du... Oha! Okay. Oh. Das war zu früh. Darf ich den Okuli da oben direkt holen? Now switch to the spirit way on the right. Wie cool ist das denn? Please activate the next node. Paimon heard Mulan shouting just now. Let's go find the node we need. Hä? Bin ich verwirrt. Bin ich jetzt da? Einzige, was ich gezeigt habe, war Fieber und
Übelst hohe Entzündung, alles andere. Mittwoch hatte ich Husten, verschleimt. Ja, so hatte ich das auch, Annika. Ich musste auch, ich hatte auch meine ganze Nase zu. Die hatten dann auch erst gesagt, so Nasennebenhöhlen, aber irgendwie, das war, ey, oh, guck mal, wie süß. Das war bei mir auch. Das war ganz, ganz komisch. Jeha! Ach so, ich war auf dem falschen. Ach so, ich kann eine Runde fliegen. Okay. Ab nach oben. Okay. Dann wahrscheinlich jetzt hier, ne? Alles klar, Chef. Habe ich schon. Das ist ja cool gemacht. Naja, auf jeden Fall hatte ich auch mega Schleim im Hals und sowas. Oh nein, egal, noch eine Ehrenrunde. Ja, also hört sich so an wie bei mir. Das ist was anderes, was? Was ist was anderes? Oder meinst du grundsätzlich, dass das mal was anderes ist? Dann kann ich dir nur zustimmen, ja. Finde ich cool. Hat Spaß gemacht. Ach so, du warst in einer anderen Quest. Ach so. Ach so. Also Gott sei Dank. Nicht und Husten geht jetzt gut weg. Ja, Reizhusten ist immer auch ganz schlimm. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ist eh kacke, wenn man krank ist, aber wir überstehen das, Gott sei Dank. Genau, genau. Deswegen weiter gute Besserung. Und Wanderwölfin, Hallöchen, guten Morgen, ach, guten Mittag. Haben wir ja gar nicht mehr. Ach, alles gut, Anni. Der Bot ist, ich weiß, warum der so empfindlich ist, weil ich den Abwehrmodus bestimmt noch drin habe, wegen der ganzen Bot-Attacken, die letzten Wochen waren oder Tage. Deswegen kontrolliert der wahrscheinlich alles. Mir geht's gut, dankeschön. Ich hoffe, dir geht's auch gut, Wanderwölfin. Moments Paimon thought it was over. I'm confident I could do it all over again. Wait, why are the phlogiston nodes no longer lit? Mir geht's gut, nur zu warm. Ist es bei dir noch so warm? Also oh, wobei, jetzt ist die Sonne draußen. Jetzt könnte es bei uns auch warm sein. Es sollte heute den ganzen Tag regnen. Ich verstehe es nicht. Will nur die Mods hier nicht näher. Ach, alles gut. Ich bin ja auch noch da. Also. Alles gut. Bei mir lässt der Bot auch nicht mehr alles durch. Ja, Stufe 4. Ja. Bei dir sind es 30 Grad. Oh je, okay. Also bei mir ist es echt angenehm hier im Zimmer. Ja. Aber Annika, danke fürs Trinken. Mache ich jetzt. Mein Wasser. Ups. Vielen Dank. Prösterchen. It appears the phlogiston nodes here need to automatically recharge. Once they're activated, they'll be unusable for some time. In that case, no matter what happens next, we have to seize our chance. Otherwise, who knows how long we'll have to wait for another shot. Bei uns ist es auch sehr heiß. Klimaanlage war die ganze Zeit an. Oh je, musste jetzt kurz ausmachen, weil ich gleich jetzt kurz muss.
Ah, Schule ist ein Glück direkt neben. Ach, perfekt. Das ist immer cool, wenn die Schule nicht so weit weg ist. Und wenn man eine Klimaanlage hat, ist auch sehr, sehr gut. Do you hear that? The weather's getting gloomy, and a bunch of whirlpools just appeared in the water. Yes, we need to get to higher ground and take a look. Macht euch auf den Weg zu einem nahegelegenen Hügel. Genau, muss ja nicht so lange in der Hitze, das stimmt. Hey, look over there. Also bei mir geht gerade ein Lüftchen, muss ich sagen. Whoa! There's a giant whirlpool over there! Yep, and that's our next stop. Huh? What do you mean? The info I deciphered from the map points to only one possibility. To reach the mysterious island, we must enter that massive whirlpool. No way. Forgive me for being frank, but as a guide of the people of the Springs, I'm sure you understand the danger of such a vortex even better than we do. Yes, I know. But whether it's the information deciphered from the map, or the direction of the spirit wave that I observed in the air, everything points to the path ahead being hidden in that whirlpool. And what if you're wrong? Dann sind wir alle tot. Perandra. I'm not trying to be unreasonable. Unfortunately, I'm very knowledgeable in this area. The spirit waves must have affected the nearby bodies of water and lowered the water level. That's why the whirlpools appeared. At this rate, some of the land that was once underwater will soon reappear at the surface and see the light of day again. Don't you think that sounds more like the definition of a mysterious island? So, our goal should be the shallow waters. If we enter that vortex, the undercurrents will drag us to the bottomless abyss. He does seem to have a point. I can't find any evidence to refute your claim for the moment, but I still trust my judgment. Then it seems like it's time for our collaboration to come to an end. Okay, tschö. But didn't we all agree to trust each other? I have reached this conclusion based on my field of expertise, and I cannot deny it, even if you try to convince me otherwise. From Ja, now on, tschö. let us each choose our own way. Ja, viel Glück, tschö. No, I refuse. You? Letting your clients separate themselves from the group in the middle of a journey will result in the worst luck possible. I will not agree to that. Then we can implement the plan I proposed at the very beginning. You're not my guide, and as such, you don't have to take responsibility for me. Oh, but you can't do that once you've traveled together as a group. If you were to leave now, we'll all be hit with bad luck. It's now beyond both our control. How about this? You and Karia wait here. We'll go first and investigate the whirlpool. Wollte ich auch am liebsten. Ja, der ist auch echt nervig. I know you like to explain Wie everything gesagt, with ich mag theories and logic, solche so Personen let me nicht. build my case first, and then I'll come back to convince you. Ja, der ist halt voll der Theoretiker, ne? Well, Ja. Traveler, Paimon, let's get going. Hat man nicht so viel Spaß im Leben. Muss ich hin. Need a surfboard? Whoa. The massive whirlpool is up ahead. Just the thought of going in there is making Paimon dizzy. Ja, schon ein bisschen wild, ne? Do you also think that this is a reckless decision?
It's okay. That's completely normal. Actually, I completely understand how Varamdra feels. This is just how it is to be a guide. The tribe's experiences passed down from generation to generation are what give us the ability to guide our guests through hardships. This gives us the power to decide which way we should go. But it also means that we must bear the consequences of our mistakes and judgment, which could be quite dire this time. Although I'm pretty convinced that all the leads we have collected are pointing us to the whirlpool, I still don't know what awaits us inside. If the scholars still choose to reject my plan, I won't have the confidence to ask them to only do as I say. The same goes for the two of you. You are the commissioners, so if you think this is too risky, then it's perfectly reasonable if you want to end the trip here. Nö, ich möchte da reinspringen. The good news is that I know the way back to the tribe very well. Ah! Mualani? Wir haben uns bereits gegenseitig ein Versprechen gegeben. Wir werden die Insel gemeinsam erreichen. Traveler. That's right. You've trusted us before, Mualani. Now it's our turn to trust you. Yes. Besides, it's gonna take more than a whirlpool to scare the two of us. Ah. We all managed to make it back from the Night Kingdom. After an experience like that, what's so scary about being sucked into a whirlpool? Christina, Hallöchen. Wie geht's dir? Guten Mittag. Aw, Paimon. Come on, bring it in again. Oh nein, ich wollte das. All right. Let's investigate this whirlpool and see if we can gather any info to convince that scholar. Ich wollte ein Foto davon. Matters of luck aside, he definitely knows a lot about geography and we'll need him on the team. Ach so, bin ich eigentlich die Einzige, die gerne neue Bilder für die Kanne hätte. Ich weiß nicht, warum bei den Legendenaufträgen nicht auch irgendwie immer so ein Schnappschuss ist, die man dann in diese Bilderrahmen stecken kann. Finde ich ein bisschen blöd, muss ich tatsächlich sagen. Weil von den Sachen von den 4-Stars gibt es das, aber warum denn nicht von den 5-Stars? Muss mal ungesund sein, ich brauchen Katjes. Das freut mich, Christina. Mir geht's auch gut. Ja, also mir geht's, ja, ich kann mich nicht beklagen. I know, it's just that we can't see much from here. I'll get closer to the water and have another look. Wait a sec. Is it just Paimon or does the whirlpool seem to be getting smaller? You're right. Maybe it's just like the phlogiston nodes and can only be active for a certain amount of time. That means we need to hurry. Miss Guide, we have a problem. Karya? What are you doing here? I tried to persuade him, but Varamdra insisted on verifying his theory first. Was macht er denn jetzt? He said that the water to the south was about to be shallow enough to wade through. But after he took a few steps, the water suddenly began to surge and he was swept away. Oh, das ist aber schade. I'm not much of a swimmer, so I came to call for help. Oh, why did this have to happen now? Can we still make it into the whirlpool? No time to hesitate. I'll get in the water and rescue him. Just tell me which way he went, Karya. Let's ride. Ach so. That way? He's been pulled away by the current. The current is too fast. Düt, 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 düt. Karya came and found us just in time. Oh, there they are. Varamdra, thank goodness you're all right.
Thank you so much, Miss Guide. Didn't I tell you to wait for me? Judging by the changes in the water's surface, the path to the mysterious island wouldn't be around for long. I didn't want to miss this opportunity. It's just... I didn't expect my calculations to be wrong. It seems you were right. Right, who knows if we can make it back in time now? Huh? Oh, the whirlpools have disappeared! Toll. Seems we missed our chance. Why would you give up on such an opportunity to come rescue me? How can you say that? It's already bad enough that you had to be left behind. Do you think I'd let anyone in my group drown? Oh. I'm really sorry. Don't feel guilty, Karia. I think if I reactivate the nodes, that will cause the whirlpools to reappear. The only problem is that we still don't know exactly when we'll be able to do that. Oh, das ist ja voll blöd. It's already getting late now, and we've been on the move for a whole day. As your guide, I suggest we make camp first and have a good meal. We can talk about the other stuff tomorrow. Now that you mention it, Paimon is feeling a little hungry. Es ist ein Wunder, dass sie so lange kein Essen erwähnt hat. Hey, Paimon's stomach can be very sensible. It won't interrupt while everyone's busy solving puzzles. We have plenty of tasty things to eat. Let's just find a suitable spot to make camp. I like that place right over there. Ausrufezeichen Poke Catch, wenn ihr einen Scharnierer haben wollt. Moalani führt alle zum besten Ort, um das Lager aufzuschlagen. Is this the spot? Let Paimon and the Traveler help set up the tent. Go ahead. I'll take care of the fire. Oh, and here's a little camping tip. It's best to set the tent upwind from the campfire. Kotamo, Hallöchen. Hilf Moalani, das Zelt aufzuschlagen. What do you think? This is a specialty dish I learned to make that's perfect for camping. It really hits the spot. You're a great cook, Mualani. Karia helped out quite a bit, so she deserves some credit too. No. I'm just happy I was able to help out. What was that sound? Oh, it's scary to camp out at night. Don't worry. Remember the record player I bought? Let me go turn it on. Oh nein, Kotamo, tut mir leid. Listen. Not bad, right? Kriegt man mit dem Jubelball einen Shiny, oder wie? Wow, so it really works! Paimon thought you were just playing it for good luck. My parents told me that most of the valuable experience from our ancestors is hidden in various customs. It's always better to trust our traditions. Guess that makes sense. Ach, dann hat man eine erhöhte Chance. Oh, cool. In a sense, this trip to the mysterious island is also a custom left behind by the first chief of the tribe. I wonder what kind of experience he's trying to share with us. Wie war der Häuptling denn so? Yeah, Paimon would like to know too. Even though I've heard my parents tell stories since I was little, I actually don't know too much about him. It's said that he was the first person to make a map of Natlan. And even the first person to become friends with the Kaholosaurus. That sounds pretty amazing. Yeah. There isn't a place in Natlan that he didn't visit. Even the most remote parts bear his footprints. Even now,
No one has even come close to his reputation and status as a guide. His trip to the mysterious island is the most legendary of all his accomplishments. But oddly enough, after returning from the mysterious island, he laid aside his yearning for adventure and chose to settle down. That's how the tribe was founded. It really makes me wonder what the journey meant to him. A camping trip shouldn't be this stuffy and quiet. Everyone needs to help make it more lively. Ach, nur 30%, ja, aber immerhin, ne? How about this? Before we rest for the night, let's have a bonfire party. Süß. If we're going to go plunging into that whirlpool tomorrow, then wouldn't it be best to try to rest and conserve energy now? Now's not the time to be a party pooper. You ought to agree to ideas from the one who rescued you today. Ist so. Yeah, she's right. Okay, davon brauche ich ein Bild, das ist lustig. All right. So what do the rules stipulate for a bonfire party? Rules? A bonfire doesn't have any rules. Everyone just needs to have a good time. How about this? I'll ask everyone a question, and then we'll take turns saying what's on our mind. Okay, sounds fun enough. So, for the first question, what's the purpose of a journey? Oh, we were just talking about this. Let's hear everyone's ideas, and maybe we can figure out what the first chief was thinking back when he made the trip. Paimon can go first. If you ask Paimon what the purpose of a journey is, it'd definitely be about treasure and all kinds of delicious food. And most importantly, it's about making the trip together with your companions. No. Süß. Yes, I can't agree more. Okay, next person. How about you, Traveler? Der Zweck des Reisens ist, mein Bruder zu finden. Du schließt deine Augen und erinnerst dich an den Moment, als du von ihm getrennt wurdest. Oh nein, wie traurig. Mein Herz schmerzt. Oh, Kotamo, sehr cool. Ich hoffe, dass du ganz viele tolle Karten hast. Du erinnerst dich, dass der Zweck deiner Reise die ganze Zeit war, ihn zu finden. Aber du hast dieses Ziel noch nicht erreicht. Du scheinst keinen anderen Sinn in dieser langen Reise zu sehen. Doch plötzlich erinnerst du dich an das Knarren der Windmühlen. Oh, ist das schön. In Mondstadt und den Anblick des farbenprächtigen Nachthimmels in Liyue. Du erinnerst dich an den Moment, als du die Inseln von Inazuma mit den herabfallenden Sakura-Blütenblättern betrat. Oh ja, das war so schön. Du erinnerst dich an den Moment, als du dem Duft des Kaffees in Sumeru folgtest. Du hörst das Rauschen der Gezeiten und kehrst in die Gewässer von Fontaine zurück, wo du an Schwärmen von bunten Fischen vorbeischwimmst. All dies scheint deiner Reise wahre Bedeutung zu verleihen. Oh, das war schön. You sure are taking your time thinking about it. Wo soll ich nur beginnen? Oh, I get it. You must have passed through many nations before making it to Natlan, right? Right. It's quite possible that your experience traveling is more than what I have as a guide. It's understandable that you can't explain it off the top of your head. Why don't I circle back to you later? You can tell me once you have a clear answer. Süß. Next, let's hear what Karya has to say. Alice, Hallöchen, guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Me? If you ask about my travels, well, this is actually my first time traveling, so I don't have anything useful to contribute. That doesn't matter. This is a party around the bonfire, not some research seminar. All right. If I had to say what the meaning of a journey is, I'd say
It provides an opportunity for true companionship. Das freut mich, Alice. Sehr schön. Before you reach the destination, you don't need to think about anything outside the trip itself. As long as you stick together with your companions, you won't have any trouble to worry about. Yeah, I get it. I'm on too. Uh-huh. I hope that didn't sound too silly. All right. Now it's Varamdra's turn. Hm. All right, if you insist. In my opinion, our goals and dreams in life are all in pursuit of what we call results. The so-called journey is but a path that leads to these results. Aber der Weg kann doch auch das Ziel sein. So, the greatest meaning of a journey lies in managing to find the right result. Not sure I completely get what you mean. There's nothing difficult to understand. It's the same as the decision of your first chief. He must have discovered enough valuable results after visiting the mysterious island to decide that he should end his journey. Once you've achieved the results you want, any additional journeys would become all but meaningless. Und er hat wieder alles kaputt gemacht. Before coming here, someone had stolen the results of one of my research projects. All that person had to do was sign his name on my achievements, and he was able to take all of the honors. All my effort vanished into the air as though it never existed. Do you understand now, Miss Guide? Without results, the journey is meaningless. I sympathize with your situation, but I'm afraid I can't agree with your take. I don't need your sympathy. As long as I can reach the mysterious island and find the correct results, my pain and struggles will become just another insignificant part of the process. Wow, der ist ja richtig im Hype. What happened during the day already proved that my theories were wrong, so I'm willing to trust your judgment. I apologize for our previous argument. Wow. I must make it to the mysterious island, and if I have to entrust my life to someone else to achieve that goal, then so be it! Was that actually supposed to be an apology? Because it sounded kinda awkward. Actually, there's a saying among the guides of the people of the springs. If the goal of the journey was to reach the destination, then you should have never left the house to begin with. Meine Worte. Passt. Because the final destination of every journey is your home. Oh. It would be disrespectful of my duties as a guide if I were just taking tourists straight to where they wanted to go. It's my hope to also make everyone feel happy along the way to their destination. That is what I would truly call a journey. And that is my answer. Just Süß. as you don't agree with me, I can't agree with your point of view either. Oh. Bleibt er wirklich bis zum Ende? I'm not too worried about that. After all, another purpose of traveling is to help people understand each other better. What sort of logic is that? All right, that's it for this round. Since it's still early, how about we tell some horror stories next? Der hat echt einen Stock im Pöppes, ne? Also kann man ja nicht anders sagen, aber der Stock, der sitzt. Bis gerade mein Straßenbahn-Content. Bin auf dem Weg nach Hause und fahre in 2 Stunden wieder los zum letzten Seminar für heute Uni. Ist mir jetzt schon zu stressig. Oh, du bist erst dahin, jetzt wieder zurück und dann musst du wieder dahin. Oh je, das ist ja echt doof. Oh, now Paimon's scared. Oh gut, Gruselgeschichten werden nicht erzählt. Sehr gut. Ich habe Angst vor Gruselgeschichten. Paimon slept so well.
Hey, was ist passiert? Die Strudel sind wieder da. Und hier ist irgendwo ein Okuli. Oh, da! Da ist ein Okuli! Ist der Pinguin auch dabei? Just in time. I was about to go look for you. Warum? Ich wollte nach euch suchen gehen. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen falsch übersetzt, weil... Egal. What the? You already caused the whirlpools to reappear again? Okuli! Ja. Komme ich nicht dran. We're in luck. The phlogiston nodes were recharged by dawn. I had Karya and Varamdra control the nodes this time, and we were able to quickly unlock the mechanism. We were practicing all morning so they could get the hang of controlling them. Ach, Gott sei Dank. Oh, it seems after apologizing, you've already become trusted members of the team. Is now really the time to be teasing us? Don't forget that the whirlpools won't last all day. He's right. We should really hurry over to the massive whirlpool again. Even though we had this discussion Oops. yesterday, I still want to double check. You all trust me, right? Ja. You bet. Ein wildes nach Tara, Ausrufezeichen Pokécatch, wenn ihr es haben möchtet. Da muss ich aber auch noch mal. Warum kommen denn jetzt so tolle Pokémon? Pokécatch. Okay, then let's go. Paimon accidentally swallowed some water. So scary. Geil. What is this place? Ich fand das auch so lustig. Das wollte ich eigentlich noch schreiben in der Emily-Story. Der Anfang ist ja so lustig mit Paimon, mit der verstopften Nase. Mary, das wollte ich dich eigentlich letztens noch fragen. Ich fand das so herrlich mit Paimon. Meine Nase ist so. Ich bin krank. Genau, Hatschi! Ja, das war richtig I süß. can't believe it. There are subterranean caverns under the water. Milani was right. Let's see where this cave leads. Come with me. Oh, sorry, Christina. Das tut mir leid. Und GZ Kasai. Wir haben das nach Tara. Danko. According Ups. to the map, we need to head downward? Ja, ich bin ins Wasser gefallen. Don't be afraid, everyone. Jump down with me. Wow. Einfach da runter? Ach so, so hoch ist das ja gar nicht. The journey is over. Sie hat gesagt, springt runter, vertraut mir. Genau, auf den Stein. Ja, das war vielleicht ein bisschen blöd. Warum habe ich denn nicht meine Mualani dabei? Let's ride. Oh, wow. Is that lava up ahead? It appears these caves were formed by volcanic activity. I see. Then the spirit waves were affecting lava deep underground.
Altering the lava's flow created temporary holes which allowed us to follow the water's current and enter this underground space. Yes, it can all be explained in theory now. Ja, ich habe nicht so gut getroffen. Ja, war ein bisschen blöd. Are all scholars from Sumeru like this? Nee. Gibt auch Gelehrte, die einfach den Mund halten und schlafen. Hard to say. But can there be an island in this kind of underground space? It appears we haven't reached our destination yet. Let's keep going, everyone. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wie schön. Whoa, what's that light? Let's keep going. We'll be able to see more clearly up ahead. Watch your step. Follow closely, everyone. Bebe, Yokomi. Heads up! These volcanic caves aren't very stable, so watch out for falling rocks. Careful, more falling rocks! What a maze. There's lava everywhere. Oh, which way are we supposed to go now? Let's look around together and see what we can find. Very well. It would indeed be useful to collect some environmental samples here. There are plants growing here? There's nothing unusual about that. This is spinel fruit, which often grows around places with lava. Die sieht hübsch aus. Wait, it is a little strange. This isn't ordinary spinel fruit. It's the same as the one on this talisman. Oh, stimmt. Isn't that the talisman your teacher gave you? Yes. In which case, could Uncle New have been here before? But he clearly told me that he'd never made it to the mysterious island. I'll be sure to ask him about it once we get back. Aber die kann man nicht sammeln, ne? Nee. There's so much lava. Ach so, die kann man... Ach so, okay. Danke. The lava here doesn't look very stable. I'm afraid we can't stay here for long. From here, the light seems to be getting brighter. Speaking of which, where is that light coming from? Das sieht so schön aus. Boah, Leute, ich freue mich jetzt schon so auf Canria. Also ich weiß, das dauert noch ewig, aber boah, ich freue mich jetzt gerade so auf Canria. Ich weiß nicht warum. Weil gerade erst Nadlern draußen, aber ich bin schon 2 Jahre später. Ist nicht, naja, einfach skippen. Nein, auf gar keinen Fall. A distant light. Wait, there seems to be a mark that matches that on the map. Miss Guide, it seems Varandra has also discovered something. I've got it! I've got it!
Do you see that golden light in the distance? I'm positive that's the mysterious island. That's where we should go next. Bis dahin gehen noch viele Primus ins Land. Oh ja, Maulwurf. Oh ja. Really? I'm a scholar from the Academia Spontima Darshan. I specialize in ores and minerals. When I first heard about the legend of the mysterious island, I took note of its description. One exaggerated description I heard was that it's an entire island that shines like gold. What it was actually referring to was an extremely rare mineral known as vulcanite. Under certain environmental conditions, large amounts of lava are quickly cooled, which then results in this ore. Since the ore can't be moved in time, it begins to accumulate, resulting in the alluring golden glow. If I'm not mistaken, there'll be a large pool of lava up ahead, and the mysterious island will be floating on the lava. An entire island of vulcanite ore! So you mean we really found the mysterious island? Rejoice! Even a small piece of that ore will be priceless. Really? Then let's hurry! Wait, Paimon. We should head back now. Why? Das ist doch jetzt nicht der ihr Ernst. What are you Warum saying? ist die denn so? This map is covered with symbols and riddles, but there's one thing that's written clearly. When you see the golden light, then go the opposite way. What you just said may be correct, but that golden place isn't the island that my ancestors once visited. Are you joking? You expect me to turn back now? But Mualani's judgment has always been right. If she says head back, then we should head back. We can't be fooled by the thought of treasure. You thought I'm after treasure? Oh, he's acting weird again. Ja. After my previous findings were stolen, I began a new area of research. And this ore is the core of my research. As long as I can bring this ore back, my theories will be proven beyond any doubt, and I will be able to reclaim everything I have lost. To me, this ore is the result that must be obtained. Otherwise, all those hardships along the way will be rendered completely meaningless. Don't you understand? Ich verstehe dich, aber du bist mir unsympathisch, deswegen ist mir egal, was mit dir ist. Und ja, egal. As we agreed before, please trust my judgment. Vielleicht, wenn wir in die andere Richtung gehen, öffnet sich dann ein Tor zu der geheimnisvollen Insel. Why? Are you wary of me? Now that we've confirmed that the legendary treasure really exists, you don't want outsiders to take it, do you? She's not that kind of person, Varamdra. The result is right before my very eyes. I won't give up here. Also ihr seid euch sicher, der bleibt am Leben, der fällt jetzt nicht in die Lava oder so aus Versehen? Nicht? Oh no! He went running in! How can he... Not good. We must stop him. Is it just Paimon or is the ground shaking? Ja, in Wuva kann man Leute schubsen. Also nicht extrem, aber... Oh, er wird wirklich vom... Er hat Pech über uns gebracht. Wir sind verflucht. Wir werden alle sterben. Where did these monsters come from? These monsters. Looks like the lava here is becoming active again. This side. Varamdra, He'll be trapped by the lava. We need to hurry and take care of these monsters. The lava is rising! Varamdra.
Traveler, Paimon, please take care of Karya. I'll be right back. What are you doing, Mualani? I can use my surfboard on the lava for a short period of time, but it will be a lot spicier than surfing on water. But that's way too risky. Keine Angst, Paimon. Ich weiß, dass sie das kann. Okay then, we'll take care of things here. Hört sich an, als würde es tröpfeln. Rette... Carving waves. Rette Herr Nervig, mach ich. It's becoming more and more unstable. I have to hurry. More falling rocks. Okay, what's this? Wuhu! Wuhu! Das ist ja cool! Oh, das war dumm. Over there. Looks like I'm just in time. Bitte fall runter, bitte fall runter. Wow. I'm almost there. Das sieht wirklich schön aus. Look carefully. You can't get through the lava. You'll die if you try to make your way forward. Why don't you just give up? Why don't I give up? Well, I might not be able to do it, but what about you? Me? You have the ability to move over the lava. If you try, maybe you can reach the island and earn the highest honor for a guide. That way, you'll have the results you need to prove yourself, and even Ko'olo won't be able to question your abilities anymore. You want to know why I won't give up, but I'm asking why you'd give up such an opportunity. The lava is rising. If I take this risk, then how will the others get back? Did you forget? I already gave you my answer. You... Come with me. No! Ja, dann fall doch in die Lava. Schleudert Mualani den auf ihr Surfbrett. Okay, Mualani hat sich ihn gepackt. Leider. Ich dachte, der fällt da jetzt runter. Boah, wie kann man so unsympathisch sein? I've brought him back. He's fortunate that he wasn't seriously hurt. Nee, ich habe aber jetzt recht. Und ich will das jetzt, weil ich bin ein kleines Kind und ich will das jetzt. Oh, thank Ah, noch wie so eine beleidigte Leberwurst. So much, Miss Guide. You're welcome. It's getting dangerous here, so we need to find a way out. No, I refuse! I can still stand! Let me go back! Seriously? How can you be so childish at a time like this? Dankeschön, Paimon. Wieder einer Meinung. Verandra! Oh, das war schön. Können wir das nochmal sehen? Whoa. I've always believed that you're the most talented person I've ever met. Even if your research was stolen and you didn't get any credit, I never doubted it. I believe that even if you won't obtain any results this time, you'll still succeed in your new research, because no one can take your talent away. So, I won't allow my dearest senior to die here because of his own stubbornness. Karya. She's finally opening up. And it seems like she's just the person we need to talk some sense into him. Mualani, the lava is almost here! Don't panic. It seems like the trick that Uncle New taught me is finally going to be put to use. Where did all these Kaholosaurs come from? Süß. No time to explain. Just get on. Got it, got it!
Also finden wir die geheimnisvolle Insel jetzt nicht? Paimon accidentally choked on some water again while riding the Kaholosaur. Everyone okay? Let's take a head count. 1, 2, 3, 4, 5. Whew, we're all here. We escaped danger and made it back alive. That's what I call good luck. I think. Oh, really? What's the point? We still didn't reach the mysterious island. Hey, don't look so depressed. You'll scare our good luck away. Actually, according to the map, we still have one more leg of the journey. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum wir jetzt da unten waren. Das war ja jetzt voll sinnfrei. Oh, then which way should we go? Wait, aren't we back where we started? Come on, let's go to the statue. Hä? Ihr seid an der Statue angekommen. So, what's the point of coming back here again? Here, look! Some hidden words appeared on the statue after I touched it. Really? Let Paimon try. Congratulations, guide from the future. You have completed a challenge that even I found ambitious. And now, I finally have the chance to tell you my story. Der ist so süß. You may have heard legends describing me as the best guide in all of Natlan. But in the beginning, I was more like a treasure hunter. I chased results, facing countless dangers to prove myself. Time after time, I ventured where others didn't dare, never failing to bring back rare treasures. My fame was second to none. And yet, I never felt satisfied. So I found a new goal, a challenge that no one had ever achieved before. The legendary Mysterious Island. Another chance to prove myself. Unfortunately, my friends who had traveled with me all this time had grown tired of my nonsense. Instead of praise, they now showered me with words of caution. Perhaps this journey was one that I had to complete alone. But luckily, they decided to once again put up with my antics. Just as before, they came up with ingenious ways to help me move forward. They never let me down, even when I had to place my life in their hands. And they always trusted my judgment, even when it took a lot of courage. In the end, just as ever, we found the result we came for. But that golden glow was baiting me towards death. It was the glow of a rare ore, but it was also the warning sign of an impending eruption. Maybe if I pressed on and put my life on the line, I could get the result I wanted. And yet, there was a chance I'd lose something even more precious. But don't worry. In the end, I made the same choice as you. Oh, wie Everyone was disappointed schön. that their illustrious guide had, for once, returned empty-handed. But seeing everyone survive, I felt satisfied for the first time in my life. Kann man den pullen? Perhaps the treasure I had really been searching for had been right here with me, all along. So, I decided to end my long journey and find a safe place for my hard-earned treasure. To me, this is the real Mysterious Island. Oha. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Descriptions disappeared. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist eine schöne Geschichte. Ich sag ja, der Weg ist das Ziel. Oh. Ich möchte ihn gerne pullen. Warum gibt es ihn denn nicht als spielbaren Charakter? Den hab ich nämlich schon bei Insta einmal kurz